Willkommen zum vierten Video der Wartung der AS-IWO-Enthärtungsanlage von Aquasafe. Systemeinstellungen und Härtegradmessung. In diesem Video benötigen wir die Titrierlösung von Aquasafe. Den Produktlink dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Im Displaymenü der Anlage wollen wir als erstes die Uhrzeit und das Datum kontrollieren, welches wir über die Pfeiltasten auswählen und einstellen können. Das ist wichtig, damit die Regeneration auch zur korrekten Uhrzeit ausgeführt werden kann. Sind alle Daten eingestellt, bestätigen wir mit Confirm und gelangen über die Menütaste zurück in die Hauptansicht. Im nächsten Schritt gehen wir auf das Icon Einstellungen unten rechts und drücken für etwa 3 Sekunden die Confirm-Taste. Im Untermenü angekommen wollen wir hier nun die Uhrzeit für die Regeneration überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Unser Tipp: Wir empfehlen die Regeneration um 2 Uhr in der Nacht durchführen zu lassen. Die Dauer beträgt je nach Modus ca. 1 bis 1,5 Stunden und findet je nach Lebenssituation gerade dann statt, wenn kein Wasser gebraucht wird. Zurück im Menü stellen wir in Schritt 3 die Besalzungsart ein. Sie können hier Ihren Wunschmodus für Ihren individuellen Wasserverbrauch auswählen. Der Eco-Modus ist besonders sparsam und umweltfreundlich, bietet jedoch eine geringere Harzkapazität. Der Standardmodus bietet eine ausgewogene Balance zwischen Sparsamkeit und Leistung. Der Hochleistungsmodus nutzt die volle Leistung des Harzbehälters und ist für besonders hohen oder schwankenden Wasserbedarf gedacht, wenn Sie beispielsweise einen Pool damit befüllen wollen. Eine wichtige Frage: Haben Sie zuletzt sichtbare Kalkablagerungen festgestellt? Dann ist das Harzbett erschöpft und Ihr gewählter Modus reicht nicht mehr aus, da der Wasserverbrauch womöglich gestiegen ist. Wichtig: Bevor Sie einen höheren Modus wählen, sollten Sie prüfen, ob die Anlage automatische Zwangsregenerationen durchführt. Die Einstellung im Untermenü sollte hier auf An stehen. Ist Ihre Anlage hingegen schon mehrere Jahre alt, wird gegebenenfalls ein neues Harzbett benötigt. Schauen Sie sich dazu unseren Enthärtungshack an, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Harzbett auf Leistungsfähigkeit überprüfen können. Wählen Sie nun nach Bedarf Ihren Modus aus und bestätigen Sie diesen mit dem Häkchen und der Confirm-Taste. Im zweiten Abschnitt unseres Videos überprüfen wir jetzt den Wasserhärtegrad. Denn mit der Titrierlösung von Aquasafe lässt sich überprüfen, ob die Anlage noch korrekt enthärtet. Dafür entnehmen wir 5 Milliliter Wasser aus einem Wasserhahn irgendwo im Haus. Wir nehmen uns jetzt die Titrierlösung zur Hand. Ein Tropfen aus dem Fläschchen entspricht 1 Grad deutscher Härte. Je höher der Härtegrad, desto höher ist der Anteil an Kalk im Wasser. Um den Härtegrad des Wassers bestimmen zu können, geben wir gleich so lange einen Tropfen in das Wasser, bis sich die Farbe von Rot nach Grün verfärbt. Die Anzahl der Tropfen gibt dann Aufschluss über den Härtegrad. Nach jedem Mal Tropfen müssen wir die Probe einmal vorsichtig schütteln, damit sich das Wasser mit der Lösung vermischen kann. Übrigens, der durchschnittliche Wasserhärtegrad in Deutschland liegt bei etwa 16 Grad deutsche Härte. Das heißt, bis Sie Ihren Wasserhärtegrad zu Hause ermittelt haben, kann es eventuell eine Zeit dauern. Unser Tipp: Notieren Sie sich gegebenenfalls auf einem Zettel, wie viele Tropfen Sie bereits dem Wasser hinzugefügt haben. Sobald sich die Farbe von Rot nach Grün verändert hat, können wir aufhören, weiter Tropfen hinzuzugeben. In unserem Beispiel haben wir jetzt 7 Tropfen dem Wasser hinzugefügt. Das entspricht einem Härtegrad von etwa 7. Ist der Wasserhärtegrad wie gewünscht, müssen hier keine weiteren Einstellungen an der Anlage getätigt werden. Falls nicht, müssen wir die Anlage jetzt öffnen. Über die beiden Vertiefungen an der Seite der Anlage können wir den Deckel vorsichtig nach oben hochnehmen. Hierbei müssen wir jedoch vorsichtig sein, um das Strom- und Verbindungskabel nicht aus der Anlage zu ziehen. Unser Tipp: Zum Ablegen des Deckels stellen wir uns einen Hocker oder einen Stuhl neben die Anlage. Das Einstellventil mit dem Kreuz zur Härtegradregulierung befindet sich auf der linken Seite der Anlage. Drehen Sie das Einstellventil von Hand vorsichtig bis zum Widerstand nach links. Dies entspricht einem Härtegrad von 0. Wenn wir das Einstellventil von Hand vorsichtig nach rechts drehen, werden wir einen Widerstand spüren. Jeder Widerstand entspricht ca. 2 Grad deutscher Härte. Wir haben jetzt 3 Mal nach rechts gedreht und dies entspricht ca. einem Härtegrad von 6. Wir empfehlen eine Resthärte zwischen 4 und 6 Grad deutsche Härte. Warum? Dazu mehr in unserer Videobeschreibung. Nach späterer Wiederinbetriebnahme kann man dann erneut den Härtegrad mit der Titrierlösung überprüfen. Um die Anlage zu schließen, legen wir uns den transparenten Abwasserschlauch nach hinten
um den Anlagenkopf wieder von oben vorsichtig aufzusetzen. Glückwunsch, wir haben jetzt die System- und Härtegradeinstellungen erfolgreich abgeschlossen. Gehen wir direkt ins 5. und letzte Video zum Abschluss der Wartung.